erlebe Björn Höcke wie nie zuvor. In diesem exklusiven Interview gibt der Thüringer AfD-Landesvorsitzende faszinierende Einblicke in seine Visionen für die Zukunft der Partei und der Politik in Deutschland. Entdecke, warum Höcke trotz der Herausforderungen überzeugt ist und welche spannenden Strategien er für die kommenden Wahlen vorbereitet hat. Verpasse nicht die Chance, seine klare und unerschütterliche Perspektive hautnah zu erleben. Björn Höcke, den Landesvorsitzenden von Thüringen, AfD-Landesvorsitzenden. Man muss ihn nicht weiter vorstellen, Herr Höcke. Sie haben jetzt kurz vor dem Parteitag gesagt, die Partei sei noch nicht reif für einen alleinigen Bundesvorsitzenden, obwohl Sie eigentlich ja schon vor 2 Jahren in Riesa das propagiert haben, auch eigentlich wollten. Warum? Haben Sie Angst vor den jungen Wilden um Sebastian Münzenmaier, dass die da zu großen Widerstand leisten könnten? Nein, Herr Kehler, ich habe gar keine Angst. Ich war ja damals maßgeblich mitbeteiligt an der Implementierung der Möglichkeiten, eine Einerspitze zu schaffen. Grundsätzlich ist das auch meine Position, dass man in Freiheit und Verantwortung als Einzelner walten und schalten kann, um dann nach 2 Jahren bestätigt werden oder abgewählt zu werden. Aber in der Politik ist es anders als bei einem Reifungsprozess in der Natur. Ein Apfel hat eine Wachstumsphase und eine Reifephase und ist irgendwann reif. In der Politik gibt es diesen Logos nicht, gibt es diesen Prozess nicht. Entweder die Zeit ist reif oder nicht. Im Augenblick fahren wir sehr gut damit, dass wir Ost und West noch in 2 Personen abbilden können, dass wir Mann und Frau an der Spitze haben. Wir haben dadurch mehr Kontaktfläche und wir haben uns auch mit den Ostspitzen getroffen vor kurzem und haben auch noch mal festgestellt, wir wollen diese Kontinuität, wir wollen Ruhe haben, auch jetzt mit Hinblick auf die Ostwahl, um uns maximal gut vorbereiten zu können. Jetzt haben Sie ja Sarah Wagenknecht angeboten, als sie aus der Linken raus ist und bevor sie das BSW gegründet hat, in die AfD zu kommen. Das hat sie abgelehnt und jetzt könnte sie verhindern, nach der Landtagswahl in Thüringen, dass Sie Ministerpräsident werden. Das ist genau das Problem und Ihre Frage ist eigentlich gut formuliert, weil sie schon Teil meiner Antwort ist. Die Medien konzentrieren sich auf Sarah Wagenknecht. Ich habe sogar das Gefühl, dass Sarah Wagenknecht promoted wird von den Medien und es wird den Wählern in Thüringen, Sachsen und Brandenburg suggeriert, sie wählen Sarah Wagenknecht, wenn sie das BSW wählen, was ja mitnichten der Fall ist. Wir haben in Thüringen eine Spitzenkandidatin mit Katja Wolf, der Oberbürgermeisterin von Eisenach, die jahrzehntelang treu die tiefrote Politik mitgemacht hat, niemals Widerstand geleistet hat, die Willkommenskultur für Eisenach als Bestandteil proklamiert hat. Entsprechend sieht Eisenach aus. Das ist tatsächlich alter Wein in neuen Schläuchen, der den Wählern in Thüringen unter dem Label BSW angeboten wird. Das ist keine Alternative zur Alternative. Aber bisher kommt die BSW ja da ganz gut weg damit. Sie wird auch in Thüringen mutmaßlich erfolgreich abschneiden. Also müssen Sie sich möglicherweise noch an anderen Bündnispartnern orientieren. Sie umwerben ja auch die CDU durchaus. Hat ja schon solche Versuche gegeben. Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Glauben Sie wirklich, dass die CDU aus Angst vor dem Tod Selbstmord begeht, indem sie mit Ihnen koaliert? Denn von einer solchen Koalition hätte ja nur die AfD etwas. Naja, die Frage ist, was ist oder was berechtigt oder was ist eigentlich ursächlich für die Angst vor dem Tod? Bei der CDU ist doch so, wenn sie sich jetzt wirklich in eine linke Koalition begibt, also nicht nur toleriert, sondern mit dem BSW, mit der SPD und alles, was vielleicht doch noch im Thüringer Landtag dann vertreten ist nach dem 1.9. Wenn sie das tut, dann verliert sie ihr Profil vollständig und dann wird sie als ehemals konservative Kraft in die politische Bedeutungslosigkeit verabschiedet werden. Davon bin ich überzeugt. Unser Angebot steht. Ich habe das im Rededuell mit Mario Vogt auch noch mal deutlich gemacht. Wir sind eine konstruktive Kraft. Wir wollen Politik für Thüringen machen. Es darf in der Demokratie keine Brandmauern geben. Wer Brandmauern aufrichtet, der ist kein Demokrat. Wir stehen in Thüringen bei 30%. Vielleicht gehen wir mit 35% über die Ziellinie. So eine Größe kann man nicht mehr ignorieren, wenn man sich nicht an der Demokratie vergehen will. Und dann schauen wir mal nach dem 1.9., wie es weitergeht. Ja gut, aber wenn es mehr im Thüringischen Landtag gibt gegen die oder ohne die AfD, dann gehen Sie in die Opposition, egal ob Sie stärkste Partei geworden sind oder nicht. Na klar, und dann werden wir eine harte Oppositionspolitik machen. Wir werden dann dieser Altparteienkoalition oder Allparteienkoalition immer wieder die Maske vom Gesicht reißen. Und die Wähler in Thüringen wollen die Veränderung, sie wollen den politischen Wechsel, sie wollen kein Weiter so. Sie erkennen, wie desaströs die Lage im Land ist, was die Wirtschaftspolitik angeht, was vor allen Dingen die Einwanderungspolitik angeht. Und ein Weiter so wird es mit den Thüringern nicht geben. Und ich denke, dass wir eine große Überraschung am 1. September erleben werden. Das werden wir natürlich auch beobachten. Herr Höcke, im
Europawahlkampf hat Ihr Kumpel Maximilian Krah sich als Rohrkrepierer erwiesen. Sonst wären Sie möglicherweise ohne ihn sogar auf 20% der Stimmen gekommen. Das waren dann 16%. Sie haben ihn in Magdeburg auf ein Schild gehoben, fühlen sich auch verantwortlich für dieses doch nicht so gute Ergebnis der AfD bei der EU-Wahl. Nein, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Man muss ja immer vor Augen führen, unter welchem Druck die AfD operiert. Das begann ja Anfang des Jahres mit dem sogenannten Korrektivskandal. Dann gab es die großen Regierungsdemonstrationen gegen die parlamentarische Opposition namens AfD, dann die Kampagne gegen Max Krah und Petre Bistron. Wir haben im Vorfeld des Wahlkampfes in der Parteispitze zusammengesessen und haben uns gemeinsam auf Max Krah geeinigt. Und wir sind gut beraten, uns unsere Spitzenkandidaten nicht rausschießen zu lassen. Und nochmal, Max Krah hat einen engagierten Wahlkampf gemacht. Er ist ein kluger, gebildeter Mann, der auch rhetorisch brillant ist. Natürlich ist er auch ein Paradiesvogel, aber das kann ja auch durchaus mal die Würze in der Politik sein, gerade wenn man ansonsten in der deutschen Politik vor allen Dingen mit stromlinienförmigen Charakteren konfrontiert wird. Ich finde es schade, dass Max Krah dann am Ende die praktisch aufgegeben hat. Man muss es ja so einordnen. Man hätte ihn durchtragen müssen und ich glaube, das Ergebnis wäre nicht schlechter gewesen als das, was wir jetzt gehabt haben. Und das ist ein gutes Ergebnis. Ja, Sie nennen ihn jetzt Paradiesvogel. Ein Paradiesvogel, der die Rolle der SS in der NS-Zeit relativiert. Deswegen ist er ja auch abserviert worden von der Parteispitze der AfD. Das fanden Sie auch nicht gut. Ist das die richtige Einschätzung als Paradiesvogel? Denn er hat ja zum Beispiel befreundete Parteien in West- und Südeuropa gegen die AfD mit dieser Formulierung aufgebracht. Nein, also Max Krah hat eine große Anschlussfähigkeit gerade ins Jungwählermilieu geschaffen für die AfD. Er war auf TikTok wirklich ein Star und hat da unheimlich viel für die Partei auch geleistet. Was dann im Einzelnen vielleicht verloren gegangen ist durch so eine Art von Auftreten, das muss man im Detail vielleicht noch analysieren. Im Augenblick sehe ich vor allen Dingen den extremen Zuspruch bei den Jungwählern. Und das sind ja auch Umfragen, die uns da bestätigen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und wir sind stärkste Kraft bei den Jungwählern in Thüringen sowieso. Da stehen wir bei informellen Umfragen bei 46%. Und deswegen ist auch richtig, die Jungwähler anzusprechen, auch mal in einer unkonventionellen Art. Auch das ist AfD, nicht immer alles im Vorfeld avisieren und analysieren, sondern auch mal den Mut zu haben, nicht konventionell zu sein, was auszuprobieren. Und das hat Max Krah gemacht. Sicherlich gibt es auch Fehler, aber er hat im Großen und Ganzen einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht. Jetzt haben Sie auf die Relativierung der SS gar nicht geantwortet. Ich versuche es jetzt mal anders. Sie würden sich ja sicherlich auch als Gesinnungsfreund von Wladimir Putin bezeichnen, wenn der hört, dass eigentlich die SS gar nicht so schlimm war, nachdem sie ja in den 1940er Jahren in der Sowjetunion Völkermord verübt hat in großem Stil. Glauben Sie, dass das dem russischen Präsidenten so gut gefällt? Also ich möchte mich nicht als Gesinnungsfreund von Wladimir Putin bezeichnen. Ich versuche die außenpolitische Lage Deutschlands zu analysieren. Und ich versuche immer wieder deutlich zu machen, dass es unklug ist, sich in diesen Krieg hineinziehen zu lassen. Und dass ich schockiert bin über die Kriegsrhetorik von einer Dame namens Strack-Zimmermann, von einem Herrn Kiesewetter, von einem Herrn Merz, von einer Frau Baerbock, dürfte, glaube ich, bekannt sein. Frieden ist alles, ist die höchste Ausprägung der Vernunft, wie das Immanuel Kant mal gesagt hat, dessen Geburtstag, dessen 300. Geburtstag wir vor kurzem gefeiert haben. Deutschland ist und muss Friedensmacht bleiben. Nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts, nach diesen schlimmen Erfahrungen, darf es für uns in Deutschland nie wieder Mobilisierung für Krieg geben. Und nein, ich habe es Wladimir Putin nicht gesagt, weil ich mit ihm tatsächlich nicht im regelmäßigen Kontakt stehe. Gut, es geht ja darum, wer hat eigentlich den Krieg in der Ukraine, das Massenmorden dort angefangen? Das war Russland gewesen und nicht die Ukraine. Sie reden jetzt von Frieden. Putin will keinen Frieden, er könnte ihn ja jederzeit herstellen. Also da wird doch das Pferd am Schwanz aufgezäumt. Ja, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht das Format, um wirklich Ursachenforschung für diesen Krieg zu betreiben. Aber Fakt ist auch, und jeder Historiker weiß das, dass Kriege oft einen sehr, sehr langen Anlauf haben. Auch dieser Krieg hat leider einen sehr, sehr langen Anlauf, vielleicht sogar einen jahrzehntelangen Anlauf. Und es war der berühmte Außenpolitiker Henry Kissinger, der noch 2014 gesagt hat, die Ukraine muss ein neutrales Brückenland zwischen Ost und West bleiben. Dann hat sie eine gute Funktion für die Stabilität in Europa. Leider hat man auf den Rat dieses großen alten Staatsmanns nicht gehört. Gut, dafür ist die Ukraine jetzt von Russland in Schutt und Asche gelegt worden. Aber wir haben selbst gesagt, wir hätten jetzt nicht die Zeit, in tiefere historische Analysen zu gehen. Björn Höcke von der AfD, Landesvorsitzender Thüringer, bedanke mich für das Gespräch. Danke, Herr Kiel. Das war unser packendes Interview mit Björn Höcke, in dem der Moderator unermüdlich versuchte, ihn in eine Ecke zu drängen. Was denkst du über die Art und Weise, wie er gedrängt wurde und wie Höcke darauf reagiert hat? Teile deine Gedanken und Diskussionen in den Kommentaren unten mit uns. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren spannenden Interviews und politischen Einblicke zu verpassen.
Deine Unterstützung bedeutet uns viel und hilft uns, weiterhin solche Inhalte zu liefern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.